Das ist ein Geschenk von einem Designer aus Belgien. Mika trägt Klamotten von diesem Designer und irgendwann ist, what was his name? Walter van Beerendonk. Walter van Beerendonk? Walter. Komm, Walter. Okay, irgendwann hat Walter gesagt, Mensch, ich komme mal zu einer deiner Show. Ich finde dich total klasse und ich bringe dir ein Geschenk mit, nämlich ein Porträt. Und Mika hat gedacht, wow, du hast mich gemalt, das ist ja klasse. Naja, und dann kommt Walter halt an mit dem Porträt, mit Private Parts, also nackt. Let me see it clearly. Pictures in my head, pictures in my head. Ja, und seitdem trägt er die und ist sehr glücklich drüber. Ihr seid dran. Wer möchte? Du vielleicht noch einen, ja. If you would have a chance to be another person for a day, who would it be? Me. That's a tough Biscuit. Who wouldn't want to be Biscuit? He doesn't eat all day. Too dumb. It's like every day's Christmas with Biscuit. The Queen, maybe. So I met her. The day before yesterday. And I looked at her and I was just like, she had her own train to take her to the show, and her own train to take her back to London. And she's never touched money. Well, she's never used money, and she's never, that's the most extreme version of a life I think you can ever have. And I really liked her, and I just thought, but the funny thing is, when I was meeting her, I was like, I was shaking her hand, and I was, in my mind I was going, I'd love to be here. But when we met at this concert, we met and she shook my hand, and she had clearly had a conversation with Prince Philip about me, because she goes, we were saying how much energy you have on stage, it's amazing. Which was probably her way of saying you're pretty strange on stage. And then I looked at her, and because she's famous for having a very dry sense of humor, the Queen Lady. So I was like, okay. And I said, oh, thank you very much, Your Majesty. And I looked for you, but I couldn't find you, I said to her. I said, when I was singing, I looked for you, but I couldn't find you. She went, yes, I was sitting far enough away. And she walked away from me, and that was it. Also die Frage war, wenn es die Möglichkeit gäbe, für einen Tag jemand anderes zu sein, für wen würdest du dich entscheiden? Und die Antwort ist die Queen, die englische Queen. Vor 2 Tagen hat Mika tatsächlich die Chance gehabt, sie zu treffen auf einer Benefizveranstaltung. Lady Gaga, she was also there, right? Ja. Okay. Lady Gaga war also auch, das war ein ganz großes Ding in England, und er durfte der Queen tatsächlich auch die Hand schütteln, und sie hat erzählt, dass sie mit ihrem Ehemann, mit Prinz Philipp, vorher noch ein kleines bisschen über Mika gesprochen hat und gesagt hat, ja, du bist doch derjenige, der so viel Power auf der Bühne hat, und Mika ist ganz fest der Meinung, dass sie damit sagen wollte, du bist doch der Junge, der diese Schraube locker hat auf der Bühne. Aber es ist alles gut geworden, und Or Obama. I wouldn't mind being Obama for one day. Barack Obama? Yeah. Not the Queen, huh? Either. Why Barack Obama? I have one or the other, it doesn't matter. Also die Queen hat Mika gesagt, das Interessante ist ja, die Frau ist mit ihrem eigenen Zug zu dieser Veranstaltung gekommen. Und, But Biscuit would still be the best. Und die Queen hat auch noch nie Geld angefasst, und das würde ihn auch schon mal ein bisschen faszinieren. When I was younger, I used to want to be a duck. A duck? Yes, because I just used to look at the ducks in the park and I would think, firstly, they do nothing all day. Right? Secondly, they eat whenever they want. Yeah. Thirdly, they live in the park, which is really nice. And fourthly, they just, whenever it gets too cold, they piss off on holiday. You can't do that. Every time we see ducks in our section, now we have to think of you, Mika. Yeah. When I come back, I will come back. In my next life, it will be a duck. Als Kind wäre er gerne I'll have a duck right Als Kind wäre Mika gerne eine Ente gewesen. Ich übersetze das nur, ja? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe mir das ausgedacht. Mika wäre als Kind gerne eine Ente gewesen, weil Enten im Park leben, da ist es schön, die essen und schwimmen den ganzen Tag, und wenn das Wetter scheiße ist, dann hauen sie einfach ab und kommen irgendwann wieder. Crazy guy. A duck? Why not? Small ones are cute. Oh, Jamie. Duck food. You're normal. Okay, you got me. Okay, möchtest du
bisschen hier vor, dann kann ich euch mal eben das Mikro in den Mund hier halten. Wie lange bist du denn schon fast? Das muss übersetzt werden. She wants to know how long you've been crazy. You're nice. Like weirdo crazy, you know? You said upstairs, the good freaks are the best. Yeah. Yes. Looking at a woman who's got a big fish drop on her face. I don't know. Do I really have to answer that question? I don't know. I don't know. Lady Jane. I don't know. Er kann es nicht beantworten. Wahrscheinlich schon sein ganzes Leben. Wir müssten seine Eltern dazu mal befragen. We would have to ask your parents probably for that. Ja. Okay, noch jemand? I got dropped on the head. Der Mann in dem orangenen Hemd. Komm kurz nach vorne. Ich habe mal eine Frage, und zwar einmal die Covers der CDs fallen auf und die Videos, die sind alle sehr bunt. Ist dein Leben bunt? Your music, the covers of the CD booklets, the videos, the music videos, they're all very colorful. And how far is your life colorful? I really like colour on other things. Kompliment, ja. She doesn't. Obviously like colour very much. Try. I'm trying to answer a question, do you know? It's funny because my apartment is completely white. Completely white. I used to, when I was younger, I used to wipe my walls because I wanted them to be completely white. But everything that I would do on a piece of paper would always be stuffed full of color. And when I hear music and when I write music, I think of color. And that's why color and music, to me, they're very much the same world. So you look at my album covers and you get the same colors that are in my songs, because when I write my songs, I see them with color. That's how I see it. In terms of, my everyday life, I don't know. Some of the people who make the most colorful clothes in the world only wear black. I'm not that extreme. But I find color fascinating. Also, sein Leben ist sehr, sehr farbenfroh und er hat gesagt, er kombiniert einfach den Gedanken an Musik eben auch mit Farbe. Und wenn ihr euch mal die CD-Booklets anschaut, wo diese ganzen Farben drauf sind, dann soll das im Prinzip auch seine Musik widerspiegeln. Das ist so ein bisschen seine Antwort. Und das Interessante ist, in seiner Wohnung, zu Hause ist alles weiß. Er hat weiße Wände, also da hängt überhaupt nichts Farbenfrohes. Und ich habe auch gesehen in einem Video, dass seine Weihnachtsdekoration auch komplett weiß ist. Your Christmas decoration is actually white as well. Not only one part of it. I put it on my Twitter. On the chimney? On the chimney. Yeah, I saw that. I put it on my Twitter. Yeah. I got some really opinionated 13-year-old boy who said to me how awful he thought it was. And I got really offended. I was like, you little brat. Said I wanted to write back to him with a tweet. You're a brat. I'm blocking you. Es gab einen Fan, einen 13-jährigen Jungen auf Twitter, der geschrieben hat, die Weihnachtsdekoration gefällt mir irgendwie nicht so gut. Und am liebsten hätte Mika zurückgeschrieben, ich blocke dich jetzt und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Vielleicht nutzt du, aber das konnte er natürlich nicht machen. What did you write back actually? Was hast du zurückgeschrieben? I didn't. I was good. Because then I knew it would be like, 100,000 people looking at me, I was kind of insulting this 13-year-old kid. Then I'd end up the bad guy. Okay. Sorry. That's okay. So I didn't write back anything, sorry.